Kannst du dich noch an mein Video zum Teebüchlein erinnern? Von meinem selbst gestempelten Designerpapier blieb noch ein ganzes Stück übrig. Was tun und nicht wegschmeißen? Richtig, verbasteln. Daraus entsteht heute eine Dreieckskarte, Zeltkarte oder Tipikarte. Nach meiner kurzen Anleitung für diese Kartenform heute nun das Video zum Mitbasteln, ganz gemütlich und gechillt. Außerdem habe ich dann vielleicht noch für dich eine Idee für den allerletzten Rest von meinem Designerpapier. Also bleib dran, sei gespannt und bastel mit. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Auf meinem YouTube-Kanal erwarten dich viele kreative Ideen und Anleitungen. Dir gefallen meine Projekte? Das freut mich total. Dann gib mir doch einen Daumen hoch und abonniere am besten gleich meinen Kanal. Klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Das kostet dich nichts, aber du verpasst keine meiner weiteren Anleitungen. Und es geht auch schon los. Ich habe ja gesagt, dieses Teebüchlein habe ich letztens gezeigt. In 2 verschiedenen Varianten. Hier mit selbstgestaltetem Designerpapier. Du siehst, dieses Stück passt wunderbar zu meinem A4-Bogen, den ich da gestempelt habe. Da habe ich das draus geschnitten. Ich habe von dem A4-Bogen 8 cm abgeschnitten. Jo, jetzt habe ich das Stück hier übrig. Das sind im Ganzen nochmal, wie viel, was denkst du? Ich messe am besten mal nach. Das sind 12,9 cm sehe ich mal so. 12,13 cm müssten es eigentlich genau sein. Vielleicht habe ich einen Millimeter mehr abgeschnitten. Okay, für die Dreieckskarte brauchen wir etwas Farbkarton, farbig und weiß. Dann dieses Papier als Designerpapier und einen Magneten wäre ganz günstig, damit die Karte gut hält. Ja, und ein bisschen Bling Bling und Schnickikram und Bändchen und hast du nicht gesehen. Leg dir am besten alles zurecht, dann kannst du anschließend mit mir gemeinsam basteln. Der Farbkarton ist in den Maßen 9,9 mal 19,8 cm und 9,9 im Quadrat, also mal 9,9 cm. So bekomme ich aus einem A4-Blatt genau 2 Karten raus und manchmal soll es ja sparsam sein. Das passt also dann ganz genau. Ich nehme den Papierschneider, mit dem ich auch falzen kann, und nehme das große Stück in 9,9 mal 19,8 cm und setze in die Mitte auf der langen Seite eine Falzlinie. Müsste ich bei 9,9 anlegen, wenn ich mich nicht vermessen habe, passt das super. Und dann falze ich schon mal und schaue, es passt wirklich wunderbar. Jetzt brauche ich Diagonalen gefalzt. Und zwar lege ich das hier oben an die Spitze, also an die Mittellinie, so rum, und unten an die Spitze. Auffalten und die Falzlinie ziehen. Und das gleiche mache ich in die andere Richtung. Auch wieder vom gleichen Punkt oben nach unten ziehen. Nicht verwackeln, notfalls nochmal nachmessen. Weil es ist schon schön, wenn es exakt ist. Aber auch nicht zu pingelig. Okay, das Quadrat braucht eine Diagonale. Du bekommst es hier in der Mitte eine Diagonale. Legen wir an, falten wir und fertig. Genau. Mit dem Papierschneider werden wir gleich noch weiterarbeiten und wir nehmen unser Designerpapier hier, also den A4-Bogen, den ich übrig habe. Zugeschnitten habe ich mir noch, weil ich ein farbiges genommen habe, in 9 mal 9 cm einen weißen Farbkarton. Den schneide ich auch gleich diagonal. Das mache ich diesmal geschnitten. Lege ich die Klinge in die Mitte, lege hier wieder genau in die Falz die beiden gegenüberliegenden Spitzen, die Diagonale, setze drauf und schneide durch und schon passt das wunderbar. So, also jetzt hier mein Stück Farbkarton, selbstgestaltetes Designerpapier. Ich schneide davon 9 cm ab. Gerade 9 cm, das bleibt übrig. Was ich damit vorhabe, zeige ich dir nachher, vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, wenn du so lange durchhältst. Und hier schneide ich jetzt Quadrate in 9 mal 9. Und noch einmal 9. Das bleibt übrig, man weiß nie wofür, heben wir auf. Legen wir uns hier drüben schon mal hin.
Papierschneider können wir noch benutzen. Wir falzen aber erstmal. Und zwar das Quadrat mittig aufeinander. Falzbein fertig. Und dieses Feld hatten wir ja schon in der Mitte gefaltet. Und jetzt falzen wir die Dreiecke nach vorn. Nummer 1. Und dieses hier drüben Nummer 2. Wunderbar. Jetzt wird schon geklebt. Und zwar entweder mit doppelseitigem Abreißklebeband, Flüssigkleber, oder ich nehme jetzt hier mal den Snail. Setze ich hier an, eine schöne Linie und eine Mittellinie und noch eine diagonal an die Kante und eine quer rüber. Ich habe den Klebstoff nur im oberen Dreieck aufgetragen. Ich nehme die Karte, drehe sie um und lege jetzt die Querlinie, also die Diagonale, die ich gefalzt habe, die Falzlinie hier auf die andere Falzlinie drauf und das Ganze genau in dieses Quadrat rein. Drücke es an, klebe es fest und drücke das Ganze, falte es wieder halb und schaue, dass es passt, und es passt wie abgemessen. Wahrscheinlich habe ich abgemessen. Und das war auch schon der ganze Zauber. Das ist wie immer, ne? Sieht schwierig aus und ist total simpel. Jetzt käme der Magnet. Noch habe ich welche. Ich warte auf neue. So. Kannst du übrigens bei mir auch kaufen, zusätzlich zu deiner Bestellung. Schreib mir das einfach. Massen habe ich nicht, aber ausreichend. Okay, ich lege die beiden Seiten vorne aufeinander. Das ist super. Und ich mache ja die Magnete immer so, dass man sie nicht sieht. Also habe ich hier innen rein den Magneten einmal gesetzt. Siehst du, er ist genau auf diese Stelle gekommen. Nicht zu weit am Rand, weil ich möchte die Designerpapiere, die ich auftrage, die sollen ja gut kleben. So, jetzt nehme ich die zweite Seite ab, setze das Ganze nochmal zusammen, schön fest gedrückt an den Rand hier vorne. Da muss er hin. Und da wird er auch gleich hinspringen, wenn ich die Schutzfolie abziehe. Und dann habe ich den so sicher, dass nie was ausreißen kann, weil immer gute Papierflächen dazwischen sind und er nicht außen an die Flächen sind. So, da sitzt er. Und die Karte steht schon und die passt schon. So, wunderbar. Jetzt haben wir hier unseren weißen Farbkarton. Den möchte ich hier links und rechts reinkleben. Mache ich auch. Heute versuchen wir mal die ganze Zeit mit diesem Klebstoff. Mal sehen, wie weit wir kommen. Normalerweise bin ich ja jemand, der sagt, man braucht 5 bis 6 bis 7 verschiedene Klebstoffe auf dem Tisch, um für jede Aufregung den richtigen zu haben. Aber wir probieren das aktuell mal immer mal mit einer Sorte nur und schauen, wie weit wir kommen. Man muss ja auch mal experimentieren. So, das sind die Felder, auf die können wir dann wunderbar unsere Nachrichten schreiben. Ja, Nachteil, weißt du ja, mit den Klebstoffen, die nicht flüssig sind. Die Arbeitsfläche was abrubbeln, da ist der Klebstoff drauf gekommen. Man kann da nicht groß rucken. So, okay. Und jetzt kommen wir zu unseren Designerpapieren und schneiden sie diagonal durch. Ich lege die wieder auf die Diagonale und schneide einfach drauf los. Es macht sich immer besser, wenn man es hochklappt, genau anpasst, oben rückt, unten rückt, oben rückt. 2 und das dritte auch. Ich schneide alle 3. So, wunderbar. Haben wir das. Papierschneider beiseite. Jetzt denke ich mir mal schon kurz, die vordere sichtbare Seite ist diese hier. Und da ich da nachher noch was drauf gestalten möchte, überlege ich gerade, welches Stück mir da am besten gefällt. Vielleicht eins mit weniger viel Erdbeere. Dieses. Ja, ich alle viel Erdbeere. Dieses ist gut. Kleben wir da drauf. Also wenn du das so legst, dass du die Außenseite liegen hast, dann müssen jetzt die beiden Dreiecke beklebt werden und dieses Quadrat geteilt, oder auch praktisch die beiden Dreiecke auch. Dieses klebe ich jetzt hier außen hin, weil das ist das, was wirklich am Ende vorne zu sehen ist. Als erstes geklebt, weil da finde ich das am schönsten. Und daneben das andere Stück. Mal schauen, dass die Mattung gut passt. Auf die Rückseite nehme ich Tatsache, so wie sie beide zusammenpassen, einfach reingeklebt, weil das ja eine ganze Fläche ergibt.
die man eventuell noch mal sieht. So. Ja, überlegst du schon, was ich mit dem letzten Schnippel mache? Ich auch. Ich habe schon einen Plan. Dann passt das Ganze am Ende komplett zusammen. So, das ist so. So gefaltet. Wunderbar. Und die letzten beiden Dreiecke gehen hier drauf. Wenn dir das zu ausführlich ist und mit zu vielen Pausen, dann kannst du natürlich längst umschalten auf mein Video für eine Dreieckskarte, kurz und knackig. Und da bist du in nicht mal, ich bilde mir ein, nicht mal 8 Minuten fix und fertig. So, Innenseite, Text, aufeinander klappen. Wunderbar. Zelt steht, Dreieck steht. Jetzt kommt die Gestaltung vorne und da habe ich mir überlegt, nehme ich hier einen Streifen. Da hinten haben wir auf unserem passenden Buch haben wir süße Grüße stehen. Auf den Streifen setze ich jetzt, ja, was setze ich? Schöne Set nehmen wir erstmal. Ich nehme das Vielen Dank. Das passt jetzt hier auch mal. Schon wieder ein, heißt das Vielen Dank? Ein Plan. Was mit dem Ganzen passiert. Einen Streifen habe ich hier. Das war ein Streifen, der von diesen weißen übrig blieb, da ich die in Serie gebastelt habe. Großer Serie diesmal für die Sammelbesteller von der Stempelfamilie. Sind da viele Streifen übrig. Ich setze den nochmal, der ist ein bisschen verwackelt. Weiter Versuch. Was meinst du? Der zweite ist besser, also finde ich. Jetzt wird das heute mal ganz unkonventionell hier links und rechts abgeschnippelt. So, da kommt das hin. Vielen Dank, da haben wir vorher nichts geübt. Ich nehme mal hiervon noch einen Streifen, den ich mir mit dem Papierschneider zurechtschneide. Gehe mal auf 1,5. Nee, ich muss noch mal zum Messen. Ich bin völlig vermessen. Das ist auf 1,2, dann gehe ich auf 1,6. 1,6. Genau. Also hier einen roten Streifen. Dann passt das super. So. Und da setze ich mein Vielen Dank, war schon wieder weg. Ne? Vielen Dank drauf. Geht wieder wunderbar mit dem Snail. Hier drüben angefangen, da drauf gesetzt. Überall die gleiche Mattung, so gerade wie möglich. Hier abgeschnippelt. Und dann passt hier das Vielen Dank drauf. Oh, sieht super aus. Wir haben ja vom letzten Mal noch gestempelt übrig eine Erdbeere. Das Schwänzchen oben von der Erdbeere. Ein paar Blättchen. Und ein paar blaue Blümchen. Und ich würde jetzt hier mal so ein bisschen aufhauen bei der Deko. Ja? Ein bisschen. Minimal. Genau. Okay. Ich setze das Vielen Dank zuerst dahin. Dann nehmen wir doppelseitige Abstandsklebepunkte. Setzen wir hier auf die Rückseite 2 Stück. Nicht so sehr an den Rand. Dass wir das dann super hier in der Höhe. Mal kurz was gucken. Flach gelegt. Passt in Umschlag. Passt. Ja. Wichtig, dass es passt, ne, wenn wir es verschicken wollen. Aber es muss ja aus Teebüchlein dazu. Okay, gut. Dann die Erdbeere. Wir können ja damit auch so wunderschöne 3D-Erdbeeren machen, aber ich möchte hier trotzdem eine flache haben. Ich glaube, das ist ganz gut. Also setze ich Erdbeere drauf und zwar so ein bisschen schräg. So. Und das Schwänzchen soll da ja. Kommt jetzt drauf, dann kommt der Snail. Auch das funktioniert super. Kann man sehr punktgenau kleben. Das Schwänzchen sitzt. Die Blümchen bekommen die kleinen Abstandsklebepunkte. Und die Blätter, mal 1 oder 2. Mal gucken. Blätter. Nehmen wir wahrscheinlich das mit dem Kontrast hier. Oben sitzt auch eins. Wenn ich das so ein bisschen hier oben ranpasse, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Oder soll es da unten liegen? Jetzt wird geübt. Da unten ist auch schicki. Ich glaube, hier unten ist am schönsten. Da kommt es hin.
Abstandsklebepunkte drauf. Wenn man nichts braucht, Abstandsklebepunkte braucht man immer, weil damit kann man so richtig schön was machen. So, dann legen wir das mal hier so unter die Erdbeere. Wunderbar. Und jetzt haben wir die blauen Blümchen noch. Sind auch super, habe ich mit Abendblau gestempelt. So hatte ich das ja auch im Designerpapier gemacht. Den setzen wir hier unten auf die Erdbeere. Oh, ganz begeistert. So. So. Wunderbar. Ein Teebüchlein und dazu eine passende Karte. So schnell kann es gehen. Doch, das dauert länger, aber wir haben ja gesagt, da gibt es noch was. Zugabe. Eine Zugabe. Ich habe ja hier diesen Streifen noch. Der ist etwa 4 cm. Ich mich nicht täusche. 4 cm. Da habe ich noch ein bisschen roten Farbkarton hier liegen. Das zweite Teebeutelbuch haben wir schon 2. Brauchen wir also gerade nicht. Und dann kommt jetzt die ultimative Idee. Was machen wir damit? Ich habe mir ein ganz einfaches Papier genommen. Schreibmaschinenpapier. Und vielleicht kennst du das schon. Das ist mein Lieblingsprojekt, wenn es mal schnell gehen muss. Und alle verfallen in Starre und müssen kreativ beschäftigt werden. Dann heißt es bei mir immer, nimm dir mal ein Blatt Papier. Okay, wir nehmen uns mal das Blatt Papier. Es ist in dem Fall A4 Schreibmaschinenpapier. Wir falten es einmal in der Mitte zu einem Buch und falten die Seiten wieder an diese neu gefaltete Linie. Die linke Seite drehen das Ganze um, falten diese Seite auch an die Linie, falten das Ganze wieder auf und falten jetzt an die kurze Seite oben ein Buch. Schön exakt, wenn es geht. Das rächt sich nämlich, wenn nicht. Und falten auch hier die offene Kante oben an die geschlossene Kante unten. Und die Rückseite auch. Wunderbar. Super, jetzt alle Faltlinien einmal in die andere Richtung. Also wo eben eine Bergfalte war, so, wird jetzt eine Talfalte raus. Das heißt, wir haben wirklich alles doppelt gefaltet. So. Es ist alles in jede Richtung gefaltet. So, Problem ist immer, wenn ich das nicht so oft mache, Tatsache vergesse ich das wieder. Aber eigentlich kann man es nicht vergessen. Das ist gut. Ich falte es einmal halb. Hier ist die geschlossene Seite. Ich nehme eine Schere. Jetzt habe ich gerade nur diese, also nehmen wir diese. Schneide 3-mal ein. 1, 2, 3. Also an der gefalteten Linie die geschlossene Kante bis zur Querlinie. Hier drüben bleibt es verbunden. Falte auf und in die andere Richtung und zerschneide die 2 Teile hier in der Mitte. Und das war es auch schon. Jetzt falte ich wieder ganz auf. Jetzt habe ich hier ein Fenster in der Mitte, wenn ich nämlich diese Fensterladen beiseite mache. 1, 2, 3, 4 habe ich ein schönes Fenster. Jetzt hebe ich es an, halte die Fensterladen fest und drehe es einmal um. Und könnte man durchgucken, ist wie ein Fernseher. Hier unten falte ich jetzt diese Seite nach oben. Und hier oben, die falte ich nach unten. Und jetzt falte ich noch beide Seiten aufeinander und habe es gleich geschafft, indem ich jetzt die Außenkanten, diese Außenfelder, die ich hier halte, in die Mitte drücke und diese hier nochmal die richtige Richtung falte. Und jetzt einmal durchblätter und schaue, wo es am schönsten aussieht. Weil, wie gesagt, man muss da auch ein bisschen Opfer bringen mit Exaktitäten und solchen Dingen. Weil wenn man mehrere Kanten aufeinander faltet, verschiebt sich ja immer alles. Das ist relativ noch gut. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Es ist ein Büchlein mit insgesamt 16 Seiten, wenn wir vorne und hinten mitzählen. Ansonsten sind es 14. Und jetzt messen wir einfach aus und haben hier 5,5, okay. Und in diese Richtung 7,5. Also gehen wir auf 8 und 6 cm und schneiden uns hier aus dem Farbkarton 2 Felder zurecht, jeweils 6 x 8 cm. Gucken, ob passt. 6. Aber wir machen es anders. Wir schneiden nicht 6 x 8, sondern wir schneiden 6. 2 x 8 sind 16 und einen halben noch dazu sind 16,5. Dort ist jetzt Risiko, das ich lange nicht ausprobiert habe. Und Falzen, wir machen jetzt 2 Falzlinien, und zwar von der einen Seite bei 8 cm und das Ganze umgedreht. Und nochmal bei 8 cm. Und wenn wir richtig gemessen haben, ist in der Mitte 0,5 übrig. So wollten wir das haben.
Jetzt falten wir das. Wunderschön, diese 0,5. Und das ist der Umschlag für unser Büchlein. Und jetzt ahnst du schon, wie das Ganze zu einem Ergebnis kommt. Ich schneide hier vorne die Kante erstmal glatt. Ja, weil das, wie gesagt, die mehreren Lagen, schneide ich jetzt hier einfach mal locker mit der bombastischen Schere schön rum und klebe das Ganze gleich. Das ist natürlich schief geworden. Moment, sie schneidet nach. Kennt ihr das, wenn man so irgendwo schneidet und dann muss man immer nachschneiden, bis irgendwann nichts mehr übrig bleibt? Jetzt ist gerade. Super. Genau. Okay, wir kleben schon mal eine Seite rein. Und was hat das Buch jetzt mit den Erdbeeren zu tun? Richtig, da ist Platz für Rezepte, für kleine Erdbeerrezepte, für Cocktails, für Erdbeerkuchen, für Eis, für alles, was mit Erdbeeren zu tun hat. Und jetzt nehmen wir diesen Streifen und schauen uns den einmal an. Wir haben gesagt, wir sind hier bei 8 cm. Hast auch ihren Fehler gefunden, sie hat sich da vermessen. Kennen wir schon. Aber ich habe ja die Maße gesagt. Also 8 mal 8 sind 16 plus 5 cm. 0,5 cm. So, okay, und das nehmen wir jetzt und nehmen unseren Streifen und gehen da auch, und zwar gehen wir da auf 10 cm und nochmal 10 cm sind 20 und dann schneiden wir noch bei 0,5 dazu, sind 20,5. Wunderprima. Und jetzt brauchen wir Falzlinien bei 10 und nochmal bei 10 cm. Haben hier wieder so einen kleinen Steg, den falzen wir. Und jetzt packen wir das hier außen drum als Banderole. Und hier vorne habt ihr bestimmt, also gibt es ja verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, aber meine Idee ist eben diese. Hier vorne nehme ich jetzt eine Anhängerstanze. Überlege, ob ich eine Anhängerstanze nehme oder eine andere. Ich nehme eine Anhängerstanze, genau. Die schiebe ich hier rein und vermittle das. Dann stanze ich doch immer nur eine Lage, Nummer 1 und mittig Nummer 2. Genau. So, und dann packe ich das hier rum und dann binde ich das hier vorne mit meinem Schleifchen zusammen. Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Also zum Beispiel kann ich das auch noch mal dekorativ hier rumschlingen. Das ist wahrscheinlich die Vorderseite. So. Und die andere Seite. Und da würde ich dann jetzt einfach vom Text her aufstempeln. Na, was passt? Genieß deinen Tag. Genieß an deinem Tag das süße Leben. So, ich mache hier mal eine einfache Schleifung. Schleifung ist auch schön, ne? So, super. Und jetzt hätte ich einmal hier diesen Tag zum Dranhängen zum Beispiel, oder es wird einfach draußen nochmal ein Text drauf geschrieben. So, jetzt ist auch wirklich genug mit Basteln. Mein Papier ist so gut wie alle. Die restlichen Stücke kommen in meine Kiste für alle bärenstarken weiteren Ideen. Super Stempelset, kann ich dir nur empfehlen. Tolle Stanze gibt es dazu. Jo, für viele bärige, bärenstarke Sommer-, Frühlings-, Herbstprojekte. Bis im Herbst gibt es auch noch Beeren. Ne? Okay, jo, das war mein Projekt für heute. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Das Video zum Teebuch verlinke ich dir natürlich auch. Gib mir einen Daumen hoch, wenn du Freude an meinem Video hattest. Und wenn du nachbastelst, schreib mir das ruhig im Kommentar. Ich freue mich da riesig. Falls du die Idee nachbasteln möchtest, speichere sie dir doch am besten in einer Playlist. Dann brauchst du später nicht suchen. Bei Fragen schreib mir einfach. Abonniere meinen Kanal, klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keines meiner weiteren Videos. Alle verwendeten Materialien sind von der Firma Stampin' Up. Du kannst sie direkt über mich bestellen. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie.